Herzlich willkommen zu Teil 1 unserer ersten Episode von Licht ins Dunkel der Mystery-Schulen. Heute tauchen wir ein in Stanley Kubricks Meisterwerk aus dem Jahr 1968 mit dem Titel 2001 – Eine Odyssee im Weltraum. Wir betrachten diesen Film durch die Linse der uralten Mysterientraditionen und beginnen genau dort, wo Kubrick selbst beginnt, bei den ersten Sekunden. Die allerersten Bilder des Films zeigen die totale Ausrichtung von Sonne, Erde und Mond, eine perfekte Konjunktion. Während die Erde langsam vom oberen Bildrand nach unten gleitet, schiebt sich der Mond davor. Und genau in diesem Moment bricht die Sonne als strahlendes, bootförmiges Licht über den Rand des Mondes. Ihre Strahlen formen sich zu einer leuchtenden Sichel, die wie ein heiliges Gefährt wirkt, ein visueller Effekt von atemberaubender Präzision und Schönheit. Diese Szene zieht den Betrachter sofort in eine tief mythische, überirdische oder gar religiöse Sphäre hinein. Es gibt keine Dialoge, nur Stille. Und dann setzen die majestätischen Fanfaren ein, das sogenannte Naturmotiv CGC aus der Symphonie Also sprach Zarathustra von Richard Strauss. Dieses Meisterwerk erreicht seinen Höhepunkt genau in dem Moment, wenn die solare Korona sichtbar wird. Die plötzliche Erkenntnis der Gnosis wird durch Bild, Klang und Schweigen synchronisiert. Die Stille entspricht dem Silentium der antiken Mysterienkulte. Die höchste Wahrheit wird nicht ausgesprochen, sondern geschaut. In der Epopteia, dem reinen Schauen der heiligen Dinge. Für Kenner der altägyptischen Mythologie ist diese Eröffnung eine klare Anspielung auf den Osiris-Zyklus, einen der ältesten und tiefsten Mythen der Menschheit. Osiris steht für die Sonne selbst, das lebensspendende Licht, das jeden Abend stirbt und jeden Morgen neu geboren wird. Ganz im Sinne von Manly P. Hall, einem der bedeutendsten Systematiker des westlichen Okkultismus, verkörpert Osiris das Prinzip des geistigen Lichts, das in die Materie hinabsteigt. Sein Tod und seine Zerstückelung symbolisieren den Zerfall des einheitlichen Geistes in die Vielheit der materiellen Welt. Seine Wiederauferstehung durch Isis zeigt den Weg zurück zur Einheit. Einen Weg, der nur durch Erkenntnis und Initiation möglich wird. Carl Gustav Jung sieht in Symbole der Wandlung und Aion diesen Zyklus als psychologischen Prozess. Osiris verkörpert das Selbst, das zerstückelt und verstreut wird, wenn das Bewusstsein die Einheit verliert. Isis ist die Anima, die weibliche Kraft der Seele, die durch Liebe und Magie die zerstreuten Teile wieder zusammenführt und das Ganze erneuert. Doch Jung mahnt, dieser Prozess ist gefährlich, und wer die Kräfte der Psyche weckt, ohne sie zu beherrschen, wird von ihnen zerrissen. Der Osiris-Mythos erzählt im Kern von einem göttlichen König. Dieser König wird von seinem eifersüchtigen Bruder Set ermordet und zerstückelt. Isis sucht daraufhin die verstreuten Teile, fügt den Körper mit magischer Kraft wieder zusammen und erweckt Osiris kurzzeitig zum Leben. Diese Zeit reicht aus, um ihren Sohn Horus zu empfangen. Horus ist der falkenköpfige Himmelsgott. Er rächt später seinen Vater, besiegt Set und stellt die Ordnung wieder her. Diese Ordnung trägt in der ägyptischen Tradition den Namen Ma'at. Auf äußerer, volkstümlicher Ebene handelt es sich um eine dramatische Geschichte von Verrat, Liebe, Rache und Triumph. Auf dieser exoterischen Ebene steht Osiris als König für Fruchtbarkeit und Wohlstand, Set für Chaos und Zerstörung, Isis für schützende Magie
und Horus für die Wiederherstellung der kosmischen Balance. Es ist ein Mythos, der in Tempelritualen nachgespielt und in Pyramidentexten festgehalten wird. Die esoterischen Einweihungswege gehen jedoch weit darüber hinaus. Der Zyklus wird in den hermetischen Traditionen zur tiefen Allegorie für die spirituelle Transformation des Menschen. Der Intellekt und die Seele müssen zunächst zerstückelt werden, damit sie von allen alten Anhaftungen und Illusionen gereinigt werden können. Anschließend werden die zerstreuten Teile durch bewusste Arbeit und magische Erkenntnis neu zusammengesetzt und zu einer höheren Einheit geführt. Der Tod stellt in dieser Betrachtung keine endgültige Vernichtung dar, sondern einen notwendigen Übergang, der alte Strukturen auflöst und Platz für neues Bewusstsein schafft. Durch diesen Reinigungsprozess gelangt der Mensch zu einem höheren Bewusstsein, das jenseits der materiellen Beschränkungen liegt. Die Wiedergeburt ereignet sich nicht auf physischer Ebene, sondern geschieht rein geistig. Magische Erkenntnis erweckt den Geist zu seiner wahren Kraft. Horus schließlich repräsentiert den erleuchteten Menschen, der das Chaos besiegt und die innere Ordnung vollständig wiederherstellt. Mircea Eliade deutet diesen Zyklus in Die Religionen und das Heilige ungefähr so: Der Tod und die Wiedergeburt der Sonne sind das grundlegende Muster der kosmischen Erneuerung. Ein ewiger Kreislauf, der Tod als Übergang und Wiedergeburt als Gesetz des Lebens zeigt. Der Zyklus selbst folgt in den alten Geheimlehren einem klar erkennbaren Ablauf, der die spirituelle Entwicklung des Menschen widerspiegelt. Zuerst erfolgt die Geburt, bei der Osiris als aufgehende Sonne erscheint und damit den neuen Intellekt symbolisiert, der frisch und voller Potenzial in die Welt eintritt. Danach folgt das Leben, das den Höhepunkt der Fruchtbarkeit darstellt und in dem der Geist in voller Kraft und Klarheit wirkt. Anschließend tritt der Tod ein, gefolgt von der Zerstückelung, die den Abend und die Finsternis verkörpert, in der alte Ego-Strukturen und überholte Illusionen vollständig zerfallen müssen. Durch Isis erfolgt dann die Wiedergeburt, die als magische Sammlung und Vereinigung der verstreuten Teile verstanden wird und eine Metapher für die innere Alchemie darstellt. Schließlich siegt Horus, was den Morgen und die endgültige Erleuchtung bedeutet und den Menschen zum Übermenschen erhebt, der über seine früheren Grenzen hinauswächst. Im Gegensatz zur äußeren Erzählung, die Trost in der Auferstehung nach dem Tod spendet, lehren die esoterischen Kreise etwas anderes und Tieferes. Der Mensch kann diesen Zyklus bereits im Leben durchlaufen, wenn er sich der bewussten Initiation hingibt und den Funken des Intellekts in sich erweckt. Genau diese Dynamik spiegelt sich in der Eröffnungsszene von 2001 wider. Der Mond wird in der Symbolik häufig mit Isis assoziiert und schiebt sich hier nur scheinbar vor die Sonne, die in dieser Sequenz Osiris darstellt. Für einen kurzen Moment herrscht Dunkelheit und das Licht scheint erloschen zu sein. Doch genau dann bricht die Sonne durch und ihre Strahlen formen sich zu einem leuchtenden Boot. Dieses Boot gleitet majestätisch über den Rand des Mondes und zieht weiter. Es handelt sich um einen eindrucksvollen Moment scheinbarer Finsternis, aus der sofort neues, strahlendes Licht entsteht. Es zeigt, die Dunkelheit dauert nie lange. Sie ist lediglich der notwendige Schatten vor der Wiedergeburt. Viele Interpreten sehen in dieser Szene eine subtile Andeutung auf die Geburt des Horus. Er wird zum neuen König des Himmels, nimmt Rache an Set, stellt die Ordnung wieder her und verkörpert Erneuerung sowie höhere Erleuchtung. Helena Petrovna Blavatsky beschreibt diese Symbolik in The Secret Doctrine aus dem Jahr 1888 sinngemäß:
Die Sonnenfinsternis ist das große Mysterium des Todes und der Wiedergeburt. Es ist der Moment, in dem das Licht scheinbar erlischt. Doch es kehrt stärker und klarer zurück, weil es durch die Dunkelheit hindurchgegangen ist. In dieser Lesart wird die Szene zu einem Versprechen. Der scheinbare Tod des Alten ist die Verfinsterung. Diese Verfinsterung führt jedoch nicht ins Nichts. Sie führt zum Aufstieg eines neuen, bewussteren Wesens. Es ist, als würde der Film bereits in den ersten Sekunden andeuten, dass die Menschheit vor einem vergleichbaren Übergang steht. Aus der Dunkelheit der Unwissenheit und aus dem Ende eines Zeitalters entsteht etwas Größeres, der nächste Schritt in der Evolution. Es ist der erleuchtete Mensch, der über sich selbst hinauswächst und bewusst am kosmischen Plan teilnimmt. Die berühmte Tondichtung "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss aus dem Jahr 1896 wird bewusst als musikalische Inspiration für die Eröffnungsszene gewählt. Nicht nur die majestätischen Fanfaren begründen diese Wahl, sie verknüpft diese Anfangsszene außerdem direkt mit Friedrich Nietzsches philosophischem Werk "Also sprach Zarathustra", das zwischen 1883 und 1885 entstand. In diesem Werk lässt Nietzsche den Propheten Zarathustra von den Bergen herabsteigen und Zarathustra verkündet der Menschheit eine neue Lehre. Diese Lehre handelt vom Übermenschen, von der Überwindung alter Moral und von der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Friedrich Nietzsche selbst schreibt in "Also sprach Zarathustra": Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, um ihn zu überwinden? Diese Aussage passt perfekt zur Finsternisszene. Aus scheinbarem Tod bricht neues Licht hervor. Es ist ein Symbol für den Sprung in etwas Neues. Es ist die Überwindung des Alten und die Geburt des Höheren. Manly P. Hall, Helena Petrovna Blavatsky, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade und Friedrich Nietzsche stimmen in einer zentralen Botschaft überein. Die scheinbare Finsternis in der Eröffnungsszene von 2001 ist kein Ende, sondern der notwendige Schatten vor der Wiedergeburt. Das Licht stirbt, um stärker, reiner und klarer zurückzukehren. Der Geist zerfällt in die Vielheit der Materie, um sich durch bewusste Arbeit und Erkenntnis neu zu formen. Der alte, unbewusste Mensch muss überwunden werden, damit der erleuchtete, bewusste Mensch geboren wird. Dieser Prozess ist gefährlich und fordert höchste Disziplin. Denn wer die Kräfte der Psyche oder des Intellekts weckt, ohne sie zu beherrschen, wird von ihnen zerrissen oder in dunkle Abhängigkeiten geführt. Doch genau darin liegt die universelle Wahrheit der Mysterien. Tod und Zerfall bedeuten nicht die Vernichtung, sondern den Übergang. Dunkelheit ist nicht das Ende, sondern der Raum, in dem das neue Licht geboren wird. Aus der Finsternis der Unwissenheit und aus dem Ende eines Zeitalters entsteht etwas Größeres. Der nächste Schritt in der Evolution. Der erleuchtete Mensch, der über sich selbst hinauswächst und bewusst am kosmischen Plan teilnimmt. Und damit schließen wir diese Episode. Wir haben die Eröffnung und die Verbindung dieser Szene aus der Sicht der alten Einweihungswege mit dem Osiris-Mythos betrachtet. Dieser Mythos ist der Schlüssel zum Verständnis von 2001 aus esoterischer Sicht. Im nächsten Teil gehen wir weiter zur Urlandschaft, zu den Affenmenschen und zu dem entscheidenden Moment des Wandels durch den Monolithen. Bis dahin bleiben Sie wachsam.